Hallo, ich bin Sabine Berndsen und ich arbeite nun seit vielen Jahren mit Kindern und wende da auch das Faceformer-Training an. Und wie Sie wahrscheinlich schon gehört haben, beginnt das bereits ab dem 2. Lebensjahr. Der Faceformer ist ein Medizinprodukt, besteht aus einem hochwertigen Silopren, ein Kunststoff, der schadstofffrei ist, allergenfrei ist und insofern ganz ohne Bedenken im Mund angewendet werden kann. Im Laufe des letzten Jahres so ungefähr, habe ich sogar schon begonnen mit Kindern, die im Kleinkind- und Babyalter sind, die Ernährungsstörungen, Saugschwächen haben, den Faceformer anzuwenden. Da wird natürlich der Faceformer etwas verändert. Die Membran, die vor die Zähne, hinter die Lippen kommt, wird kleiner geschnitten. Und wir machen uns dazu Nutze, dass durch die Unterdruckbildung, die dann entsteht, wenn der Facey im Mundbereich liegt, die Kinder anfangen, die Lippen zu aktivieren, die Lippen mehr Spannung bekommen und die Zunge ganz langsam, anstatt nur nach vorne zu pressen, auch nach oben an den Gaumen geht und so eben auch das Saugen intensiver wird und die Kinder es dann auch kurzfristig schaffen, entweder gestillt oder auch an der Flasche ernährt zu werden. In diesem Zusammenhang spielt besonders die Unterdruckbildung eine Rolle, weil was ist das überhaupt? Warum? Wir wollen ja, dass die Zunge nach oben zum Gaumen geht. Und jetzt können wir natürlich einem Kleinkind, einem Baby und auch noch einem 3- und 4-Jährigen nicht immer wieder sagen, nimm doch die Zunge nach oben an dem Gaumen. Durch die Unterdruckbildung, durch den Sog, der entsteht im Nasenrachenraum, wird die Zunge automatisch Stück für Stück immer ein bisschen mehr oben zum Gaumen hochgesaugt. Und das ist genau das, was wir uns in dem Moment zunutze machen. Grundsätzlich aber, wie ich schon gesagt habe, beginnen wir mit einem passiven Training ab dem 2. Lebensjahr mit Kindern. Da kann es natürlich nicht so sein, dass Sie die hinsetzen und dass Sie gleich dann die Übungen so durchführen wie Jugendliche oder Erwachsene. Wir legen einfach den Faceformer ein und Sie tragen ihn beim Spiel und Sie dürfen sich bei mir natürlich zu Anfang auch aussuchen, wie soll der überhaupt heißen. Faceformer kennen Sie mittlerweile. Ich nenne ihn dann gerne Facey oder Schmetterling für den Mund. Und ich lasse die Kinder das auch aussuchen, was sie dann sagen möchten, ob sie sagen möchten Facey oder Schmetterling für den Mund. Warum wenden wir denn den Facey oder Schmetterling für den Mund überhaupt bei Kindern an? Es geht natürlich darum, dass erstmal die Lippen aktiviert werden, dass die Lippen zunehmend geschlossen werden. Die Zungen sind oft zwischen den Zähnen eingelagert oder zwischen den Lippen. Die Kinder haben den Mund auf. Sie leiden an Hypersalivation, das heißt Speichelfluss. Der Speichel wird nicht genug abgeschluckt oder die Zähne werden schon durch die Zunge, die dann eben auch zwischen den Zähnen und zwischen den Lippen eingelagert wird, nach vorne gedrückt oder der Biss wird aufgedrückt. Dann natürlich, wie kommt das zustande? Häufige Habits, Angewohnheiten, Daumenlutschen, Schnuller sind da die Ursache. Da achten wir dann auch darauf, dass wir den Facey geben und versuchen, das auch dann ein bisschen zu ersetzen, diese Angewohnheit. Die Kinder haben häufige Erkältungskrankheiten, sie haben Mittelohrentzündungen, sie haben Polypen im Nasenrachenbereich oder auch schon mittlerweile Flüssigkeit hinterm Trommelfell. Fällt auf, dass die Sprachentwicklung ein bisschen verzögert ist, weil die Kinder nicht richtig hören. Schon da kann einfach auch eine mangelhafte Belüftung des ganzen Bereiches mit eine Ursache sein. Durch den Faceformer schließen wir den Mund und sorgen dafür, dass die Luft durch die Nase ein- und ausgeatmet werden kann. Bei unserem kleinen Julian, den ich nachher vorstelle und der mit mir das Training machen wird, werden Sie das auch genau hören, wenn er dann während des Faceformer-Trainings den Mund geschlossen hat. Durch den Facey alleine hören Sie
die Nase, das Schnaufen viel, viel deutlicher, weil er endlich dann mal die Nase auch benutzt. Und Stück für Stück wird dann auch das Schnaufen leiser, bis man es dann irgendwann gar nicht mehr hört. Viele Mamis sagen zu Anfang auch, unser Kind kann überhaupt nicht durch die Nase atmen. Plötzlich kriegen sie den Schmetterling in den Mund und dann denken die Mamis immer, oh ja, da vorne, da ist ja eine Öffnung, da ist ja ein Loch. Dann atmen die da durch das Loch. Dann zeige ich ihnen, nein, der Facey ist zu. Wir gebrauchen das Näschen und zwar ganz ohne gezwungen zu werden dazu und ohne es zu merken, einfach nur im Spiel. Und bei der Zahnfehlstellung, auf die ich gerade schon eingegangen bin, die Zunge ist eingelagert. Was macht die Zunge, wenn wir uns das nochmal hier anschauen? Die Zunge kommt nach vorne, liegt zwischen den Zähnen, gegen die Zähne gedrückt und hemmt so von klein an das Wachstum des Unterkiefers und schiebt den Oberkiefer nach vorne. Oder sie drückt ganz und gar gegen den Unterkiefer, schiebt diesen Stück für Stück nach vorne, natürlich im Laufe der ersten Lebensjahre, und entwickelt so das Wachstum des Unterkiefers und nicht des Oberkiefers. Der bleibt zu klein. Wie wir dann häufig hören, ja, der Oberkiefer ist zu klein, dann kann plötzlich die Zunge da gar nicht mehr rein. Weil die Zunge es aber auch nicht gewöhnt ist und auch nicht geholfen hat, ihn mitzuentwickeln. Also auch da wird sehr deutlich, wie sinnvoll es ist, den Facey schon ganz früh anzuwenden. Also wir haben verschiedene Bereiche, die Erkältung, Mittelohrentzündung, Zahnfehlstellungen, offene Mundhaltung, damit natürlich verbunden immer das Schnaufen durch den Mund, wie gerade schon beschrieben. Was wollen wir? Einen Mundschluss, eine Nasenatmung und eine Zunge, die sich nach oben gegen den Gaumen entwickelt. Sie soll sich in Richtung Gaumen bewegen, weil dort die Ausgangsposition der Zungenbewegungen beim Schlucken, das heißt beim Transport von flüssiger und fester Nahrung sowie des Speichels ist. Und wenn wir jetzt bei Kindern ab dem 2. Lebensjahr, wie gerade, das nur beim Spiel reinlegen können, dann reden wir von einem einsteigenden passiven Ansatz. Aber schon ab dem 3. Lebensjahr geht es in der Regel ganz gut, dass den Kindern erklärt wird, das ist der Schmetterling. Da nehme ich dann häufig auch meine Line und zeige das erstmal, dass die Line den Facey auch nehmen kann. Ihr bekommt ihn dann einfach zwischen die Lippen, in den Mund und ich ziehe mal ein bisschen und die Line ist ganz stark. Und schon wird das Kind neugierig. Und dann sage ich, kannst du das auch? Probier doch erst mal, wie stark ich bin. Dann lege ich den Facey ein und lasse dann den Facey auch mal bei mir nicht herausziehen, sondern nur, dass die Kinder ein bisschen ziehen und spüren, Mensch, wie kann den festhalten? Und in dem Moment aktiviere ich die Lippen. Und die Kinder kriegen ihren eigenen Facey. Manche Kinder, das wissen Sie auch, das sind auch Fragen, die häufig kommen, akzeptieren erstmal das Einsetzen nicht so ohne weiteres. Dann mache ich das so, komm, wir nehmen erstmal ein Flügelchen. Oh, guck mal, da hast du ihn drin und wieder raus. Dann nehmen wir das zweite Flügelchen. Oh, ist sie drin, wieder raus. Und dann während des Spiels, während die Kinder abgelenkt sind, oh, wir nehmen beide Flügelchen rein und gehe gleich auf das Spiel oder auf den Wettbewerb mit Line, die dann auch ihren Facey im Mund hat, ein. Und schon merken die Kinder, ach, das ist ja ganz weich, überhaupt kein Problem, den im Mund zu halten. Und dann lasse ich natürlich die Kinder stehen, sodass ich nicht gleich von Anfang an die Haltung korrigieren muss, die natürlich wichtig ist, dass die Kinder aufrecht sitzen oder aufrecht stehen, dass wir eine Nackenstreckung haben und auch, dass die Zunge irgendwo gut positioniert ist. All diese Dinge erkläre ich zwar den Kindern, versuche aber das spielerisch erstmal anzubahnen, ohne sie zu
intensiv mit diesen Einzelheiten sofort zu konfrontieren. Das heißt, sie stellen sich erstmal hin, bekommen den Facey eingelegt und ich ziehe kurz, dass sie spüren, ach, das sollen die Lippen machen, weil sie wissen zu Anfang gar nicht, was heißt denn Lippen zusammenpressen? Das spüren sie aber dann. Und das kann man in kleinen Abständen machen. Und nach kann ich dann auch die Kinder mal hinsetzen vor einen Spiegel, in dem sie sich dann selber auch sehen können und beobachten können und mich auch gleichzeitig, die ich dann auch mitmache, sehen und mit mir zusammen das Training machen können. Dann nehmen mich zum Beispiel um das Zählen, weil die Kinder können natürlich im Vorschulalter noch nicht so perfekt zählen und gleichzeitig das auch nachhalten. Machen wir zum Beispiel eine Facey-Dose. Man kann sehen, die hat hier so kleine Löcher. Dann nehme ich den Zahnstocher und bei jedem Übungsablauf, nach jeder Einheit also, Zunge halten, im Mund, dann der Facey liegt ein, Sie pressen oder ich ziehe, zähle bis 6, dann schlucken die Kinder. Und wenn sie geschluckt haben, dann dürfen sie einen kleinen Stachel nehmen, einen Igelstachel, und hier hineinstecken. Ich lege vorher 5 Stacheln bereit, sodass ich auch gar nicht erwarte, dass sie mehr machen und sie auch nicht. Und sie wissen, wenn die 5 Stacheln weg sind, dann sind sie auch mit dem Training fertig. Jetzt kommt der kleine Julian, der ist 4 Jahre alt und wurde mir vorgestellt, weil er etwas undeutlich und verwaschen spricht und einige Laute auch nicht richtig ausspricht, aber auch häufig erkältet ist, mehrfach im Jahr Schnupfen und manchmal auch Mittelohrentzündungen hat und der Unterkiefer weit hinter dem Oberkiefer liegt. Er auch den Mund schwer nur zumachen kann und die Unterlippe häufig einzieht. Dabei ist die Zunge mit im Spiel, die gleichzeitig an der Unterlippe ein bisschen, natürlich unsichtbar, saugt. Jetzt kommt der Julian und zeigt uns, wie er mit dem Facey trainieren kann. Hallo Julian, wie geht's dir? Gut. Gut, da setz dich mal hin. So, und guck mal, da ist die Dose, da ist der Schmetterling bzw. der Facey drin. Das ist der Faceformer und da darfst du dir aussuchen, wie du ihn nennen willst. Willst du ihn Schmetterling nennen oder Facey? Schmetterling. Schmetterling. Den Schmetterling für den Mund, weil der sieht ja ein bisschen so aus. Der hat hier 2 Flügel. Ja. Und jetzt kann ich dir genau erklären, wo diese 2 Flügel hinkommen. Und weißt du, wer da mitmacht? Guck mal. Kennst du die? Das ist die Line. Ja. Guten Morgen, Line. Guten Morgen. Hallo, Julian. Julian, sag mir doch mal, wie alt bist du? Wie alt bist du? Sag's mal der Line. Hast du es vergessen? Bist du 3? Nein? Wie viel? 4? Das ist ja toll. Und weißt du, ich habe auch ein Facey. Soll die Line mal zeigen, wie es geht? Pass auf. Da ist der Facey von der Line. So, Line, jetzt zeigen wir mal dem Julian, wie das geht, okay? Ja. Und zwar guckt der Lippenkeil vorne aus dem Mund heraus und die 2 Flügel, die Membran, kommt in den Mund vor die Zähne. Und dann muss man den Facey feste zusammendrücken. Jetzt zeigst du mal der Line, wie das geht. Line legt ihren kurz zur Seite. Da ist der Schmetterling. Der kommt jetzt einmal hier und hier vor die Zähne, hinter die Lippen. Genau. Und jetzt stell dich mal ganz groß hin. Stell dich mal auf. So. Genau. Und jetzt hören wir schon, wie die Luft durch die Nase kommt. Ich höre es. Super. Guck mal. Und jetzt
nimmt die Line ihren Facey und du auch. Und jetzt versuch mal, den Facey hier ganz feste zusammenzudrücken. Oh, toll. Und jetzt guck mal, jetzt hängt die Line hier so. Ob die sich ganz doll aufrichten kann? Ja, ist sie gerade. Jetzt komm mal zu mir. So, bleib mal stehen. Und jetzt stell du dich mal ganz aufrecht hin. Guck mal in den Spiegel. Guck mal, wie groß du da bist. Und jetzt stehst du ganz aufrecht, ganz gerade, super. Und der Nacken ist ganz toll gestreckt. Und du schnaufst wunderbar durch die Nase. Und jetzt drück mal ganz fest die Lippen zusammen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und jetzt schluck mal die Spucke runter. Oh, ich hab's gehört. Jetzt nehmen wir den Facey noch mal raus. Gib mir den Facey da. Und jetzt schauen wir noch mal, was machen wir denn mit der Zunge, wenn der Facey im Mund ist? Die Zunge hat einen kleinen Zauberpunkt da, wo sie sich immer hinlegen soll. Da kannst du sehen, da sind die Zähne. Hast du auch Zähne? Ja. Ja, und ganz wunderschöne Zähne hast du. Und hinter die Zähne, oben da an den kleinen Hügel, hinter den Zähnen, da gehört die Zungenspitze hin. Jetzt machen wir beide das mal zusammen. Komm mal zu mir und die Line guckt zu. Und jetzt nehmen wir die Zunge und zaubern die mal da oben hin. Und jetzt machen wir mal die Lippen zu. Und jetzt machen wir die Lippen wieder auf. Genau. Und da, oben an den kleinen Hügel, da soll die Zungenspitze immer liegen, wenn der Facey oder Schmetterling im Mund ist. Jetzt probieren wir beide das mal. Stell dich mal gerade hin. So, und jetzt schau mal in den Spiegel. So, okay. Jetzt ganz schön hier aufrichten. Wir achten darauf, dass immer die Kinder gerade stehen. Und zu Anfang macht es ganz viel Sinn, die Kinder auch stehen zu lassen. Weil wenn sie sitzen und man macht die Übungen, dann fallen sie ganz schnell in sich zusammen. So kann man die Aufrichtung viel schöner beibehalten. Da ist das zu Anfang viel leichter. Und jetzt zeig mal, drück mal ganz fest zusammen und gleichzeitig nimmst du deinen Zähler. Wo haben wir den denn hingelegt, den Zähler? Ach, den hat die Mami noch. Dankeschön. So, jetzt nimm du mal den Zähler in die Hand. Und wenn du jetzt geschluckt hast, dann darfst du drücken. Nimm den Facey wieder rein. Nee, Facey wieder reinnehmen. So, und wenn du eine Übung gemacht hast, darfst du auf den Facey drücken, auf den Zähler drücken. Wenn du eine Übung gemacht hast, drückst du auf den Zähler. Okay? So, jetzt presst ganz fest die Lippen zusammen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt schluck mal die Spucke und beiß auf die Zähnchen dabei. Und jetzt darfst du einmal drücken. So, jetzt lässt du die Lippen ganz locker da, wo sie sind und versuchst, die Zunge oben an dem Hügelchen liegen zu lassen. Hast du? 1, 2. Ganz locker. Lass es ganz locker. Ganz locker lassen. Sag mal. Nochmal lauter. Ja, so bleiben. 6. Und jetzt wieder pressen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt aufbeißen wie ein Tiger und die Spucke runterschlucken. Und jetzt darfst du wieder drücken. Genau. So, jetzt nehmen wir einmal den Facey raus. So. Und setzen die Line auf ihren Stuhl. Und du setzt dich hier auf diesen Hocker. Wir nehmen extra einen Hocker, damit man sich nicht noch irgendwo reinlümmeln kann, anlehnen kann. Er hat auch keine Lehnen.
So fällt es den Kindern auch leichter, gerade sitzen zu bleiben. Und jetzt machen wir nämlich eine neue Übung. Wir nehmen den Facey gleich wieder in den Mund, vor die Zähne. Jetzt zeige ich es dir einmal. Jetzt kommt die Zunge wieder an den Hügel. Und jetzt presse ich die Lippen und dann ziehe ich noch. Schau mal. Und jetzt schlucke ich. Und darf einmal drücken. Jetzt zeigst du mir mal, ob du das auch schon kannst. Einmal da und einmal da rein. Das hast du ja schon toll gemacht. Super. Und damit wir nicht nur den Zähler nehmen, können wir auch kleine Igelstacheln sammeln. Und dann sehen wir genau, wie viel Mal wir gemacht haben. Wir nehmen 1, 2, 3, 4, 5 Stacheln und die können wir hier gleich reinstecken. Wir fangen jetzt mit dem ersten Ziehen an, Zunge ans Hügelchen und 1, 2, 3, 4, 5, 6 und jetzt auf die Zähne beißen und die Spucke schlucken. Und jetzt darfst du einen Igelstachel da in eines dieser Löcher stecken. 3, 4, 5, 6. Das ist eine Möglichkeit, um die Pause etwas interessanter zu gestalten für die Kinder. Und sie sehen dann hinterher gleich, wie viel Mal sie schon geschafft haben. Und dann nehmen wir es auch nicht so ganz genau mit den Sekunden. Das ist schon in Ordnung, weil den Kindern soll es ja auch Spaß machen. So, jetzt noch einmal. Zunge an den Hügel. Hast du? Gut. Und jetzt pressen und ziehen und gar nicht abstützen hier. Und 3, die Lippen zusammenpressen. 4, 5, 6 und auf die Zähne beißen, Zunge am Hügel lassen und schlucken. Und wieder einen Stachel. Alle Stacheln sind drin. Jetzt nimm mal den Facey raus. Gut, leg ihn in deine Dose. Nee, das geht jetzt gar nicht, ne? Weil das ist ja ein Igel. So, und jetzt kannst du dann die Stacheln da drüben hinlegen. Zack. Und dein Facey ist auch eingepackt. Das hast du ganz super gemacht. Toll. Super, gib mir 5. Das hast du toll gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das Facewarmer-Training für Kinder gliedert sich je nach Alter in verschiedene Anwendungen und entsprechende Ziele. Bis zum 2. Lebensjahr sprechen wir von einem passiven Training mit einem in der Regel zugeschnittenen kleineren Facewarmer, der in den Wachphasen und im Schlaf getragen wird. Ziele sind die Entwicklung von Schluck- und Saugbewegungen hin zum Gaumen, die Vermeidung interalveolärer und interlabialer Zungeneinlagerungen, das heißt eben, dass die Zunge nicht zwischen Ober- und Unterkiefer oder in den Lippen liegt, die Bahnung von Mundschluss- und Nasenatmung, Abgewöhnung von verschiedenen Habits. Ab dem 2. Lebensjahr ist es auch eher noch passiv. Der Facewarmer wird in Spielsituationen eingesetzt und kommt in der Nacht zur Anwendung. Er wird angewendet gegen Speichelfluss, zur Bahnung von Nasenatmung und auch zum Abgewöhnen von Habits wie Schnuller, Daumenlutschen, Unterlippe einziehen und so weiter. Und er ist insgesamt ein orofaciales Funktionstraining zur Entwicklung physiologischer Druck- und Stromverhältnisse im gesamten orofacialen Bereich von der Nase bis zum Kehlkopf. Ab dem 3. Lebensjahr sprechen wir von einem kombinierten aktiven und passiven Training. Der Facewarmer wird in Spielsituationen und 2 bis 3 Mal täglich in Trainingseinheiten angewendet, beginnend mit jeweils 5 bis 8 Übungswiederholungen, die dann langsam gesteigert werden können, und er wird nachts angewendet. Ziel ist das orofaciale Training zur ursächlichen Korrektur von Störungen beim Essen, Trinken, Schlucken,
Atmen und Sprechen. Die Korrektur von Zahn- und Kieferfehlstellungen, die Automatisierung physiologischer Bewegungsmuster beim Atmen und Schlucken, der sogenannten Basisfunktionen. Ab dem 4. Lebensjahr wird aktiv trainiert. 2 bis 3 Mal täglich beginnen wir mit jeweils 5 bis 8 Übungswiederholungen. Die werden langsam gesteigert bis auf jeweils 20 bis 40 Wiederholungen, auch 2 bis 3 Mal täglich. Und die nächtliche Anwendung. Am Ende dieses Videos und in der Videobeschreibung finden Sie den Hinweis bzw. einen Link auf ein weiteres Video mit dem Titel Faceformer-Training für Kinder. Es bietet Ihnen und Ihrem Kind die Möglichkeit, mit anderen Kindern das Faceformer-Training unter Anleitung durchzuführen. Bei speziellen Anwendungen und Fragestellungen wenden Sie sich bitte per E-Mail oder telefonisch direkt an uns. Wir freuen uns über jede Rückmeldung und geben Ihnen gerne weiterführende Hilfestellungen.